Hallo, ihr Homos, und willkommen im schönsten Keller von ganz Osttirol. Und willkommen zu einer weiteren Folge von Pimp My Studio. Heute werden die Dreckscheiß Schießboxen von Malone abgebaut, inklusive dem verdammten huren blöden Scheißverstärker. Das kommt alles weg und meine neue PA-Anlage wird eingebaut. Viel Vergnügen. So, endlich ist der dreckscheiß Schießklump von Electronic Star abgebaut und ganz ehrlich, mir fällt ein Stein vom Herzen. Weil ich habe jedes Mal das Gefühl gehabt, wenn ich das Zeugs einschalte, dann haut es mir eine Sicherung raus, also nicht mir, sondern hier im Raum, oder irgendetwas geht in Flammen auf. Und wenn man schon ein schlechtes Gefühl hat, nur wenn man irgendetwas einstellt, dann sollte man gescheiter die Finger davon lassen. Ich meine, mit dem Verstärker da habe ich schon mein ein oder andere Hühnchen zu rupfen gehabt. Das Video seht ihr auch auf meinem Channel. Ich werde es noch hier oder da, keine Ahnung, wo es aufpoppt, werde ich das Video noch verlinken. Könnt ihr, wenn ihr Lust habt, auch noch anschauen. Zu dem Geschmäus hier von Electronic Star, beziehungsweise zu dem Malone Glump, komme ich nachher nochmal. Jetzt schauen wir uns mein neues Zeugs an. Hier dabei handelt es sich um einen Verstärker aus dem Hause Thomann. Es ist der T-Amp, nein, es ist der T-Amp S100 MK2 und der passt perfekt in meinen Keller rein. Zum einen steht das S im S100 für Studio, also er ist für Studiobetrieb ausgelegt. Er braucht nur eine Höheneinheit im Rack und er ist flüsterleislich, weil er hat keinen Lüfter drin. Da hört man kein Brummen, da hört man kein Rauschen, da hört man kein gar nichts. Und das ist einfach nur wunderbar. Laut Beschreibung bringt das Ding 2x100 Watt an 4 Ohm Ausgang und 2x85 Watt an jeweils 8 Ohm. Und dann schauen wir uns einmal die Anschlüsse von dem Gerät auf der Rückseite an. Er hat jeweils bei den Input-Channels entweder einen Klinkenanschluss oder einen XLR-Anschluss. Und bei den Ausgangsanschlüssen hat er entweder so einen normalen Klammstecker oder einen sogenannten Speak-On-Anschluss für die Boxen. Und die Boxen, die schauen wir uns jetzt an. Bei diesen Boxen handelt es sich ebenfalls um die Hausmarke von Thomann und die tragen den Kreativnamen The Box. Und bei diesen Dingen handelt es sich um The Box PH 110. Sie haben eine RMS-Leistung von 250 Watt bei 8 Ohm Impedanz und sind laut Beschreibung 12,7 Kilo schwer. Und das Schöne an diesen Boxen ist, sie werden inklusive Stativ geliefert. Also das heißt, man könnte die Box jetzt auch umlegen und das zeige ich euch jetzt kurz. Also wie gesagt, es sind halt Stativ. Im Grunde genommen sind es zwei Plastikfüße, die man drunter legen kann. Und dann kann man die aufstellen. Das Praktische ist, man kann die dann auch ganz gut als Bühnenmonitore zum Beispiel verwenden. Stehen die da und sind einfach hübsch. The Box. Also ganz ehrlich, ich habe bei dem Zeug schon ein viel besseres Gefühl als bei dem ganzen Malone-Glump. Ganz einfach, weil es ist auch schon von der Haptik her einfach ein viel besseres Gefühl, ein vollwertigeres Gefühl. Und ich glaube, mit dem Zeug kommt das jetzt gut. Und jetzt schauen wir uns nochmal meinen alten Malone-Scheiß an. Weil ich verschenke den ganzen Schrott von Malone. Der mir ein E-Mail schreibt, der kann das, so wie es hier steht, mitnehmen. Verstärker und 2 Boxen von Malone. Ich bin froh, wenn es weg ist, weil ich brauche es nicht mehr. Beziehungsweise ich will es nicht mehr brauchen. Und bevor ich es wegschmeiße oder in Flammen aufgehen lasse, tue ich es lieber verschenken an jemanden, der vielleicht Verwendung dafür hat. Schreiben mir einfach ein E-Mail. Das E-Mail ist unten in der Beschreibung oder auch im Kontaktformular von YouTube ersichtlich.
Wer mir als erstes schreibt, der kann es als erstes mitnehmen. First in, first out. Die einzige Bedingung ist, es muss bei mir abgeholt werden. Ich werde es nicht verschicken, weil für das scheiß Klump gebe ich keinen Cent mehr aus. Und in dem Sinn sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und ciao zusammen.